Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu diesem wunderschönen Dreieckstuch. Für dieses Tuch benötigt ihr einen vierfädigen Bobbel. Ich habe hier einen Farbverlaufsbobbel in Blautönen genommen, eine Vierernadel und am besten für Anfänger 2 Maschenmarkierer. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr unterm Video in der Infobox und wenn ich dran denke, verlinke ich euch das Ganze noch in den Kommentaren. Es gibt verschiedene Anfänge, um eine Spitze zu häkeln. Ich benutze hier am liebsten den Magic Ring, den Fadenring, und beginne damit, den Faden zwischen Mittel- und Zeigefinger hindurchzulegen, von außen um den Daumen herum zweimal, und halte den Endfaden mit Ring und kleinem Finger fest. Also einmal durch die Mitte zwischen Zeigefinger und Mittelfinger hindurch, von außen zweimal um den Daumen herum und den Endfaden mit dem kleinen und Ringfinger festhalten. Dann können wir mit der Nadel von oben durch die Daumenschlaufe hindurchgehen. Und dann können wir uns den Spannfaden aus der Mitte holen. Eine Luftmasche häkeln. Jetzt könnt ihr eigentlich auch schon den Daumen aus der Schlinge ziehen oder für ein Stäbchen nochmal zusätzlich 2 Luftmaschen häkeln, sodass wir insgesamt 3 haben. Weiter gehäkelt wird um beide Fäden herum. Wir beginnen damit, dass wir insgesamt 5 Stäbchen brauchen. Die Steigeluftmaschen zählen als erstes Stäbchen. Das heißt, wir machen einen Umschlag und häkeln um beide Fäden herum nochmal 4 zusätzliche Stäbchen. So dass wir optisch unsere 5 Stäbchen haben. Nun können wir an dem losen Faden den Ring zuziehen und haben eine wunderschöne Spitze. Das war unsere erste Reihe im Grunde. Kommen wir zur Reihe 2. Reihe 2 beginnt mit 3 Steigeluftmaschen für die Höhe eines Stäbchens und nochmal 4 zusätzliche Luftmaschen für unseren Bogen. Dann wenden wir und stechen in das mittlere Stäbchen ein und häkeln dort eine feste Masche. Dann machen wir 4 Luftmaschen, einen Umschlag und stechen in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt ein in das letzte Stäbchen und häkeln dort ein Stäbchen hinein, sodass wir Anfang und Ende gleich haben. Hier haben wir 3 Steigeluftmaschen und 4 für den Bogen und am Ende machen wir 4 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und das war Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Reihe 3 beginnt wieder mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und 4 zusätzliche für einen Bogen. Wir wenden das Ganze und Anfänger können sich in der dritten Steigeluftmasche von unten gezählt den Marker setzen, damit ihr wisst, dass ihr auf dem Rückweg dort das Ganze beenden müsst. Nach den 7 Luftmaschen stechen wir in der Mitte des Bogens ein. Einfach optisch die mittlere Masche suchen und dort eine feste Masche hineinhäkeln. Nun kommt ein Umschlag. Wir gehen in die feste Masche hinein und häkeln dort 5 Stäbchen hinein. 1, 2, 3, 4 und
5. Und diesen Fächer fixieren wir auch wieder in der Kette, und zwar in der zweiten Luftmasche. Nun wieder 4 Luftmaschen, einen Umschlag und in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und mit einem Stäbchen die Reihe beenden, sodass wir Anfang und Ende gleich haben. Das war Reihe 3. Kommen wir zur Reihe 4. Reihe 4 beginnt mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und 4 Luftmaschen für den Bogen. Nun stechen wir wieder in die optische mittlere Masche des ersten Bogens ein und häkeln dort eine feste Masche. Danach 4 Luftmaschen und nun in das mittlere Stäbchen der Muschel eine feste Masche. 4 Luftmaschen in die mittlere Masche des Bogens eine feste Masche. Und nun die Reihe beenden, indem wir 4 Luftmaschen häkeln, einen Umschlag machen und in die dritte Steigeluftmasche von unten angezählt, dort habe ich mir ja gerade schon den Marker hineingesetzt, ein Stäbchen als Abschluss hineinhäkeln, sodass wir Anfang und Ende gleich haben. Das war Reihe 4. Kommen wir zur Reihe 5. Reihe 5 beginnt mit 3 Steigeluftmaschen. Wir wenden und häkeln direkt in die erste Masche nochmal zusätzlich 4 Stäbchen hinein, sodass wir optisch einen Fächer und eine Muschel mit 5 Stäbchen haben. Die Muschel wird dann in der Mitte des ersten Bogens mit einer festen Masche fixiert. 4 Luftmaschen, in den nächsten Bogen in die Mitte eine feste Masche. Nun sind wir über der Muschel, das heißt, wir häkeln in die feste Masche direkt über der anderen Muschel 5 Stäbchen. Und diese fixieren wir wieder in der nächsten Luftmaschenkette in der Mitte mit einer festen Masche. 4 Luftmaschen, nächster Bogen, ungefähr in der Mitte. Ich nehme hier die zweite Luftmasche, da wir uns am Ende befinden, und häkel dort eine feste Masche hinein. Nun einen Umschlag und in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und in diese eine Masche 5 Stäbchen hineinhäkeln. Sodass wir auch hier wieder Anfang und Ende gleich haben. Das war Reihe 5. Kommen wir zur Reihe 6. Reihe 6 besteht nur aus Bögen. Wir beginnen wieder mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und 4 zusätzliche Luftmaschen für den Bogen. Danach stechen wir in das mittlere Stäbchen ein und häkeln dort eine feste Masche.
Anfänger können sich wieder in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt einen Marker hineinsetzen. Ich mache das jetzt nicht, weil der sonst die ganze Zeit auf dem Tisch rumklappert. Danach kommen 4 Luftmaschen, nächster Bogen in die Mitte, eine feste Masche. 4 Luftmaschen, in die Mitte des Fächers, in das mittlere Stäbchen eine feste Masche. 4 Luftmaschen, in den nächsten Bogen in die Mitte eine feste Masche, 4 Luftmaschen und am Ende der Reihe in die Gruppe ins mittlere Stäbchen eine feste Masche und beendet wird das Ganze mit 4 Luftmaschen, einen Umschlag und in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt mit einem Stäbchen die Reihe beenden, sodass wir Anfang und Ende wieder gleich haben. Das war Reihe 6. Kommen wir zur Reihe 7. In Reihe 7 werden wieder die ganzen Muscheln verteilt. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und 4 für den Bogen und häkeln in den ersten Bogen eine feste Masche hinein. Danach machen wir einen Umschlag, denn hier ist wieder die Muschel. Also häkeln wir in die feste Masche über der Muschel 5 Stäbchen hinein. Und fixieren das Ganze im nächsten Bogen mit einer festen Masche. Danach wieder einen Bogen aus 4 Luftmaschen. Und diesen fixieren wir mit einer festen Masche im nächsten Bogen. Danach befinden wir uns wieder über einer Muschel. Also häkeln wir direkt in die feste Masche 5 Stäbchen hinein. Und diese fixieren wir im nächsten Bogen mit einer festen Masche. 4 Luftmaschen, im nächsten Bogen in die Mitte eine feste Masche. Danach befinden wir uns wieder über einer Muschel. Also machen wir direkt einen Umschlag, stechen in die feste Masche ein und häkeln dort 5 Stäbchen hinein. Und diese Gruppe auch wieder im Bogen. Hier nehme ich die zweite Masche mit einer festen Masche fixieren. Und zum Schluss 4 Luftmaschen, einen Umschlag und in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt die Reihe beenden, sodass wir Anfang und Ende gleich haben. Das war Reihe 7. Kommen wir zur Reihe 8. Reihe 8 werden wieder nur Bögen verteilt. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und 4 für den Bogen, also insgesamt 7 Luftmaschen und fixieren diese im ersten Bogen in die mittlere Masche mit einer festen Masche. Danach 4 Luftmaschen, in das mittlere Stäbchen eine feste Masche. 4 Luftmaschen, in den nächsten Bogen in die Mitte eine feste Masche. 4 Luftmaschen, in das mittlere Stäbchen eine
feste Masche, 4 Luftmaschen, in die Mitte des Bogens eine feste Masche, 4 Luftmaschen, in das mittlere Stäbchen eine feste Masche, 4 Luftmaschen. Und hier befinden wir uns am Ende der Reihe. Da gehe ich in die zweite Luftmasche hinein und häkle eine feste Masche, 4 Luftmaschen, einen Umschlag und in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und die Reihe mit einem Stäbchen beenden, sodass wir Anfang und Ende gleich haben. Und das war Reihe 8. Und so sieht das Muster bereits aus. Ich denke, hier kann man schon so einiges sehen. Das Muster ist eigentlich auch meiner Meinung nach anfängertauglich, wenn ihr einmal den Anfang drauf habt. Da gibt es aber verschiedene Möglichkeiten. Ich nehme hier gerne den Fadenring oder Magic Ring, weil er einfach für mich persönlich am besten aussieht und die schönste Spitze dadurch erzeugt. Das Muster selber besteht ja nur aus Luftmaschenkette, feste Masche und Stäbchen und ansonsten auch nur aus 2 Reihen, die sehr leicht zu merken sind. Wir beginnen mit einer Gruppe aus 5 Stäbchen, danach folgt eine Reihe mit Bögen, danach kommt wieder eine Reihe, wo eine Muschel gehäkelt wird. Danach kommt wieder eine Reihe Bögen und dann wieder die Reihe, wo die Muscheln verteilt werden. Leicht zu merken bei diesem Tuch ist, wir beginnen mit einer Muschel und danach kommen erstmal 3 Lochreihen, mit denen begonnen wird. Danach wieder eine Reihe mit Muscheln. Dann wieder 3 Lochreihen und dann wieder die Reihe mit den Muscheln. Grundsätzlich aber immer eine Reihe mit Muscheln, eine Reihe mit Bögen, eine Reihe mit Muscheln, eine Reihe mit Bögen. Der Anfang ist immer leicht zu merken, wo die Lochreihen sind. Beginnt ihr mit 7 Luftmaschen und die 4. Reihe mit den Bögen wird dann halt direkt mit Stäbchen begonnen. Und so können wir nun unser Tuch so weit hochhäkeln, wie wir das Ganze haben möchten. Ich habe hier einen 500 Meter Bobbel verhäkelt und habe die perfekte Größe dann für mich erreicht. Zurück nach 63 Reihen sieht das Ganze so aus und hat eine Höhe von ca. 65 cm, ungespannt und ungewaschen und 1,80 Meter Breite. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und eine Kanalmitgliedschaft für 99 Cent für die Kaffeekasse würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachwerkeln und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.